Bereits ein Jahr ist es her, dass uns Ubisoft mit Die Siedler Neue Allianzen gleich ein ganzes Franchise um die Ohren haute. Denn neben dem Offensichtlichen, nämlich dass man seine Zielgruppe zu keinem Zeitpunkt verstanden hatte, kämpfte das Spiel anfangs vor allem mit technischen Problemen bis hin zur Unspielbarkeit. Aber auch eine langweilige Kampagne und der viel zu kleine Map-Pool konnten nicht überzeugen. In meinem ausführlichen Review habe ich damals alle Missstände aufgearbeitet. Schaut da gerne nochmal rein. Doch Ubisoft versprach uns am Spiel zu arbeiten und dank Live-Service-Ansatz alle Baustellen zu beheben. Das Spiel kontinuierlich mit Content zu versorgen und nicht direkt sterben zu lassen. Zeit also, ein Fazit zu ziehen. Fairerweise sei gesagt, was hätte Ubisoft damals auch noch großartig sagen sollen, als ihnen das Endprodukt wie eine Bombe um die Ohren flog. Jahrelange Ignoranz und Funkstille zur Die Siedler-Community brachten zwar dann doch noch eine richtige Neuausrichtung hin zu einem RTS-lastigen Die Siedler 3 oder 4 Spiel, machte den Job aber in praktisch jedem Aspekt, ausgenommen der Grafik, schlechter als zwei Spiele, die bereits über 20 Jahre alt sind und als Vorlage herhalten durften. Begründet wurden die vielen Abstriche damit, dass man sich nach dem Turnaround weg von einer Spielidee, den Die Siedler-Papa Volker Wertig verfolgte und dann einfach selbst erfolgreich mit Pioneers of Pagonia umsetzte, nicht mehr genug Zeit hatte, alle Aspekte eines Die Siedler-Spiels zu berücksichtigen. Schnell wurde ohne nachzudenken mit Begriffen wie Streamlined um sich geworfen, um das Ganze irgendwo noch rechtfertigen zu können. Machte es damit aber am Ende noch schlimmer, weil sich die betröppelten Die Siedler-Spieler jetzt auch noch für dumm verkauft vorkommen durften. Was folgte, war die Flucht nach vorne. Die Content-Armut sollte Stück für Stück verbessert werden, Bugs behoben werden, fehlende Features zurückkommen. Und hier stehen wir jetzt, ein ganzes Jahr später, und blicken nochmal genau drauf. Auf ein Spiel, das die meisten von uns wahrscheinlich zu Recht schon gänzlich vergessen haben. Willkommen bei Die Siedler, einem Echtzeit-Aufbaustrategiespiel mit einer 30-jährigen Geschichte. Ubisoft schien in den ersten Wochen selbst schockiert zu sein, dass sich ihr Endprodukt logischerweise nicht verkaufte, aber vor allem in welchem technischen Zustand man es an den Spieler bringen musste. Genauer gesagt funktionierte der Multiplayer-Modus, den man als Kernfeature ausgegeben hatte, auch noch Wochen nach Release nicht wirklich. Das Beenden einer Partie war reines Glücksspiel mit einer ähnlichen Gewinnquote wie im Lotto. Praktisch jede Partie endete in einer Fehlermeldung, wie wir in der Zocker-Lounge-Community mit 2 Videos eindrucksvoll belegen konnten. Ja, dann ja, das ist der Extreme-Modus, Ladies and Gentlemen. Das, damit ich ihn euch auch mal gezeigt habe, ne? Anstatt an neuem Content zu arbeiten, musste das verbliebene Team also Damage Control betreiben und geschlossen Bugs fixen. Eine angekündigte Konsolenportierung musste weiter nach hinten verschoben werden. Bis heute ist übrigens auch völlig unklar, wer neben dem Creative Director Christian Hagedorn noch am Spiel arbeitet. Trotzdem bildete sich zunächst, deutlich abseits der Zocker-Lounge, eine kleine Die Siedler-Community, die den Titel teilweise sogar aggressiv verteidigte und trotz aller Widrigkeiten eigene Turniere veranstaltete. Allerdings nur im kleinen dreistelligen Bereich und nicht im 5-, 6-stelligen, wie es Ubisoft haben müsste. Auch hierzu habe ich Ihnen die Siedler-News berichtet. Ubisoft jedenfalls musste neben dem Beheben der Bugs vor allem den Konsolen-Release für Xbox, PlayStation und Nintendo Switch voranbringen, um so das Kalkül, dann doch noch Geld mit dem Titel verdienen zu können, was sich aber bis zum 4. Juli 2023 hinzog. Also 4 Monate, in denen auf Content-Seite gar nichts passierte, aber immerhin der Multiplayer nach und nach spielbar gemacht werden konnte und heute immerhin fast problemlos spielbar ist. Es tut mir leid. Los, zum Schiff! Zwischenzeitlich irritierte man aber erneut mit Aussagen, den Militärpart weiter ausbauen zu wollen, statt den sträflich vernachlässigten und für ein Die Siedler-Spiel essentiellen Wirtschaftspart zu verbessern. Immerhin schien der erneute Shitstorm hierzu dann auch angekommen zu sein. Bis heute hat man von den neuen versprochenen Einheiten nämlich nichts gesehen. Stattdessen kam am 27. Juli mit dem Festival der Blumen aus dem Nichts das erste Content-Update,
welches dem Spiel mit der Bärenpresse immerhin ein neues Gebäude spendierte und neben einer One-on-One-Map auch eine 2-gegen-2-Map ergänzte, aber keines der unzähligen Probleme anging und so an der Gesamtsituation nichts ändern konnte. Das änderte sich dann aber im Dezember, nachdem man sich der ganzen Kinderkrankheiten entledigen konnte, mit dem viel besseren Blessings of the Elders Update. Hier wurde erstmals an banalen Komfortfunktionen gearbeitet, wie dass man zum Beispiel eine Map vor dem Spielstart auswählen kann und nicht random auf irgendeine geworfen wurde. Auch wurde ein Sandbox-Modus ergänzt, in welchem man erstmals ohne Gegner-KI siedeln konnte und mit dem kompletten Rework des Försters immerhin ein grundlegender Kritikpunkt von der langen To-Do-Liste gestrichen. Obendrauf gab es eine weitere One-on-One-Map und mit der Köhlerei ein weiteres Gebäude. Und das war's dann leider auch schon für Jahr 1. Die Siedler Neue Allianzen hat also 2 neue Gebäude, ein Rework des Försters sowie ganze 3 neue Maps erhalten. Zudem wurden viele Probleme und Bugs behoben, was den Multiplayer mittlerweile gut spielbar macht. Ist die Siedler Neue Allianzen jetzt also ein besseres Spiel? Ja, definitiv, aber auch ein gutes? Leider nein. Denn, wenn wir ehrlich sind, wurden hier Dinge behoben und ergänzt, die man so und eigentlich auch noch viel mehr bereits zu Release erwartet hätte. Erschwerend kommt hinzu, dass es für Singleplayer-Spieler abseits der nach wie vor komplett belanglosen Kampagne nichts zu tun gibt und der Map-Pool im Multiplayer so klein ist, dass man einfach bereits nach wenigen Stunden schon alles gemacht und gesehen hat. 3-gegen-3 Matches sind nicht möglich, ebenso wie es abseits von sich immer wieder wiederholenden Hardcore-Missionen keinen Koop gegen die KI-Gegner gibt. Einen dringend notwendigen Karteneditor wird es wohl nie geben und so kommt natürlich auch erschwerend hinzu, dass es für ein Die Siedler-Spiel eigentlich typische prozedurale Karten auch nicht gibt, die kurioserweise lange Zeit vor der Neuausrichtung sogar mal angekündigt waren. Spieler, die sich ernsthaft mit der Materie befassen, müssen feststellen, dass man die wenigen vorhandenen Maps ruckzuck auswendig gelernt hat und man dank ausbleibender taktischer Möglichkeiten schnell auch hier entweder Frustration verspürt oder andersrum gelangweilt ist, da jede Partie gleich abläuft. Die Hoffnung bleibt natürlich, dass sich auch in diese Richtung jetzt noch etwas verbessern könnte. Die Frage ist aber eher, ab wann ein Ubisoft, welches mit diesem Titel ganz sicher kein Geld verdient, den Support komplett einstellt und den Titel endgültig totschweigt, wie sie es bereits jetzt tun. Denn in keinem Quartalsergebnis wurde die Siedler jemals erwähnt, tatsächlich deren einzigstes Spiel, mit welchem so verfahren wurde. Immerhin gibt es aktuell die Deluxe-Version für 26,40 € im Angebot, welche somit kurioserweise günstiger ist als die abgespeckte Standard Edition. Wenn damit eure Schmerzgrenze beim ehrlich gesagt immer noch zu hohen Preis für das Gebotene unterschritten ist, könnt ihr ja mal reinzocken. Aber ehrlich gesagt gibt es für Singleplayer wie auch Multiplayer-Siedler-Fans deutlich bessere Alternativen, wie auch die von der Community gepflegten und sich daher in einem Top-Zustand befindenden alten Teile von Die Siedler 3 und 4. Dass uns zukünftig kein neues Spiel im Die Siedler-Kosmos mehr erwarten dürfte, sollte klar sein, ist aber wahrscheinlich auch das Beste, da die Verantwortlichen zu keinem Zeitpunkt nach der Blue-Byte-Übernahme verstanden haben, wie ihre erworbene Marke funktioniert und wir damit jetzt immerhin unseren Frieden machen können. Okay, klingt jetzt vielleicht vernichtender als es ist, aber gerade bei mir, der alles versucht hatte, dieses Mal Einfluss zu nehmen, steht immer noch das große Fragezeichen, warum man nicht einfach mal das gemacht hat, was Spieler haben wollen. Natürlich berichte ich trotzdem weiter, sobald sich wieder was tut, in welcher Form auch immer. Also Abo da lassen und so. Und informiere euch wie gewohnt zu allem über ein nun wohl totes Franchise, was aber bereits mit Pioneers of Pagonia einen Nachfolger für die Siedler 1 und 2 Fans erhalten hat und mit The First Explorers und Colonia Prima bereits 2 weitere Titel in der Pipeline hat, die genau das umsetzen, was uns Ubisoft all die Jahre, warum auch immer, verweigert hat.